Die Idee bei der Biotop City ist, die Natur zurück in die Stadt zu bringen. Da geht es nicht darum, dass man wie in einer Gartenstadt sehr viel Flächen verbraucht hat und eher so Reihenhäuser baut, sondern dichte Stadt zu bauen und auch dichte Natur hineinzubringen. Der verstorbene Architekt Harry Glück und die Ideengeberin Helga Fassbinder, die Gründerin der Stiftung Biotop City, haben vor einigen Jahren es auch geschafft, gemeinsam mit Bauträger und einem Team, einem interdisziplinären Team aus den Bereichen der Architektur, Landschaftsplanung und der sozialen Nachhaltigkeit, diese Idee der Biotop City auch in die Umsetzung zu bringen. Das Besondere dort ist, dass man viele verschiedene Maßnahmen sich überlegt hat, wie man diesen Stadtteil kühlen kann, wie man mit dem Klimawandel sozusagen vor Ort in einer dichten, gebauten Umwelt umgeht. Da geht es vor allem um Begrünungsmaßnahmen, um Fassadenbegrünungen, um Dachbegrünungen, um Begrünung von Privatflächen, Balkonen, aber auch um Erschaffen von einem Lebensraum für Tiere, Insekten, Vögel. Das gesamte Projekt ist auch ein Forschungsprojekt und wird auch von der BOKU begleitet, um eben auch die Maßnahmen, die dort eingesetzt wurden, für weitere Gebiete auch umsetzen zu können. Dort wurde auch zum ersten Mal eine Green Pass Simulation durchgeführt. Das ist so eine Art Zertifizierung. Alle Maßnahmen, die man eingeplant hat, werden berechnet, um zu schauen, welche Auswirkungen haben diese klimaanpassenden Maßnahmen dann für den Stadtteil. Das Spannende bei der Biotop City, das zu erwarten ist, dass sogar die Luft, die aus der Biotop City hinausströmt, um 1,8 Grad kühler sein wird. Also die Prinzipien der Biotop City kühlen nicht nur die Innenräume oder die Zwischenräume des neuen entwickelten Stadtteils, sondern auch die Nachbarschaft drumherum. Im Laufe der Quartiersentwicklung und der Beschäftigung mit der Biotop City ist es uns aufgefallen, dass es so viele verschiedene Maßnahmen dort gegeben hat, die eigentlich im fertigen Zustand unsichtbar sein werden. Dadurch, dass sie nicht sichtbar und erkennbar sein werden, haben wir diese Broschüre entwickeln lassen mit den sogenannten Hidden Treasures. Weil es sehr viel um die Prozesse geht, weil es um Qualitätskatalog geht, den man in einem gemeinsamen Prozess entwickelt hat. Aber auch die baulichen Maßnahmen, die er dort geschaffen hat, dass sich nicht nur Menschen wohlfühlen und dass die Luft dort kühler ist, sondern auch Maßnahmen für die Tierwelt, für kleine Greifvögel, verschiedene Insekten, Fledermäuse. Die klimaanpassenden Maßnahmen sind nicht nur in den neuen Stadtteilen wichtig, sondern auch und vor allem in der Bestandsstadt. Wir haben derzeit 3 IBA-Kandidaten, die sich in Innerfavoriten befinden und dort ausprobiert und ausgeführt werden. Manche schon auch zum Teil zur Umsetzung gekommen sind. Beispielsweise 50 grüne Häuser, da geht es um einen erleichterten Prozess, was die Einreichung der Fassadenbegrünungen geht. Oder das Mugli von Grün statt Grau, wo es darum geht, dieses Thema der Begrünung mit Hilfe von einem Ausstellungsobjekt zu vermitteln. Und auch das sozusagen sowohl für die Öffentlichkeit als auch mit der Expertise zu teilen. Oder das Lila for Green, ein sogenanntes Living Lab, ein Forschungsprojekt, das aber gleichzeitig vor Ort mit den Bewohnerinnen und Bewohnern ausprobiert wird. Auf EU-Ebene ist der Wohnungssektor für ca. 9% des Bruttoinlandproduktes verantwortlich. Er verbraucht allerdings auch mehr als 50% aller abgebauten Materialien und verursacht einen erheblichen CO2-Ausstoß. Das heißt, es sind unbedingt neue Lösungen und Ansätze erforderlich, die zu einer Reduktion führen an CO2-Ausstoß und in Richtung Nachhaltigkeit und mehr Ökologie gehen. Das Projekt Hausvoll widmet sich diesem Thema und schafft im Sinne einer Kreislaufwirtschaft 11 innovative Lösungsansätze, die bei den Punkten Wasser, Abwasser, Materialien und Energie ansetzen und diese Themen über einen ganzen Lebenszyklus eines europäischen Hauses verfolgen. Das Objekt, das wir hier ausgestellt haben, ist das Vertico. Das ist eine Pflanzenkläranlage, die es schafft, Grauwasser in Nutzwasser umzuwandeln, mit reiner Pflanzenenergie.
Ein interessantes Projekt im Zusammenhang mit nachhaltiger Bauweise ist das Projekt Vivi-Haus, das wir hier sehen. Es ist eine Holzmodulbauweise mit Lehm und Stroh, wurde von jungen Architekten auf der Technischen Universität Wien entwickelt und dann insgesamt von 130 Studierenden selbst auch errichtet. Was wir in der ersten Stufe als eingeschossiges Gebäude sehen, war nur der Prototyp. Das Ziel ist, ein sechsgeschossiges Gebäude zu errichten und damit auch wettbewerbsfähig zu sein im Bauträgerwettbewerb. Was jetzt in der Zwischenphase bereits stattgefunden hat. Auf dieser Karte sehen wir die Errichtung eines dreigeschossigen Typs, der jetzt gerade direkt neben dem IBA-Gelände an der Schanze errichtet worden ist. Das wird ab kommenden Jahr auch dem Stadtteilmanagement und der Gebietsbetreuung als Stützpunkt dienen, um von dort aus die gesamte Entwicklung an der Schanze zu betreuen. Insgesamt also ein genau richtiges Signal, dieses Gebäude als erstes dort zu errichten. Energieeffizienz ist ein zentraler Baustein, wenn es um ökologische Nachhaltigkeit und Klimawandelanpassung geht. Es gibt verschiedenste Projekte bei der IBA Wien, die sich genau diesem Thema widmen, wie beispielsweise der Lieselotte Hansen-Schmidt Campus im Quartier am Seebogen als Bildungseinrichtung, aber auch der geförderte Wohnbau in der Waldrebengasse setzen auf bis zu 100% erneuerbare Energiequellen. Ein weiteres bemerkenswertes Projekt zum Thema Energieeffizienz ist das Projekt MGG 22. Das Besondere an dem Projekt ist, dass das erste Mal im sozialen Wohnbau die thermische Bauteilaktivierung angewandt wird. Das heißt, es wird über die Wände in den Wohnungen gekühlt und geheizt. Damit können konstante Temperaturen erreicht werden. Wien ist ja auch mit anderen Städten permanent im Kontakt, zum Beispiel mit Vancouver. Da gibt es seit einigen Jahren eine Kooperation, die darauf abzielt, einen Austausch zu pflegen. Beide Städte sind in der Lebensqualität permanent sehr hoch gelistet. Und Vancouver hat sich vor kurzem oder vor einigen Jahren entschlossen, sozial geförderten Wohnbau in ihrer Stadt einzuführen. Das haben die im Grunde nicht im System und haben sich da an Wien orientieren wollen. Das heißt, wir haben eine Entscheidung getroffen, es wird ein Wien-Haus in Vancouver errichtet und es wird ein Vancouver-Haus in Wien errichtet. Das Vancouver-Haus in Wien hat dann das Thema Holzbau gewählt und aber nicht nur Holzbau, sondern auch nachhaltige Energie. Wir freuen uns sehr, dass es gelungen ist, im Rahmen der IBA Wien dann auch mit dem Wohnfonds Wien einen Bauträgerwettbewerb auszuschreiben, der genau das zum Ziel hatte, nämlich Holzbau und nachhaltig geförderte Wärmeversorgung. Das Projekt Waldrebengasse ist das Ergebnis daraus. Es sind nur 100 Wohneinheiten, aber wir haben gesehen, dass es eine sehr große Bereitschaft gibt, in der Fachwelt sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Es gab mehr als 10 Beiträge, die durch die Bank höchste Qualität haben und auch in einer eigenen Ausstellung jetzt daher gezeigt werden. Und das ist genau der Weg, den wir auch in Zukunft gehen wollen und auch werden müssen. Ja, das Thema Klima und Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Obwohl wir seit über 40 Jahren wissen, wie der Klimawandel funktioniert, ist es eigentlich erst in den letzten 3 Jahren so wirklich im gesellschaftlichen Bewusstsein verankert und die Menschen reagieren auch entsprechend. Man kann das auch in der Projektentwicklung sehr gut sehen, wo manche Projekte einfach gar nicht so schnell reagieren können und erst langsam nachziehen. In der IBA Wien ist zu sehen, dass es vor allem Klimaanpassungsprojekte sind, die stark vertreten sind und nicht so stark die Projekte des Klimaschutzes oder der CO2-Reduktion. Umso mehr legen wir auf diese Wert und zeigen die auch, speziell was die Bauweisen betrifft. Wenn wir uns die Bauweisen ansehen, wir wissen genau, dass mehr als 50% des CO2-Verbrauchs im Lebenszyklus eines Gebäudes in der Errichtungsphase gebunden ist. Dann kommt auf die Bauweise hier der Bauweise eine ganz große Bedeutung zu. Und selbst die Biotop City, die in so vielen Bereichen vorbildlich ist, wenn wir uns ansehen, wie sie gerade gebaut wird, sehen wir, das ist nicht nur die Biotop City, ist der Großteil der Gebäude und der
Quartiere, die wir gerade entwickeln, dass das in Vollbetonbauweise mit Vollwärmeschutzbauweise funktioniert. Das heißt, die Projekte, die wir jetzt haben mit Holzbau, mit Holzmodulbauweise wie die Waldrebengasse, das Forum am Seebogen oder die Potaxke-Gasse, das Vivi-Haus, die streichen wir auch ganz besonders hervor. Und wir werden in den nächsten 2 Jahren, die uns in der IBA Wien noch bleiben, auch vermehrt versuchen, die Trendwende mit zu beschleunigen und zu unterstützen, damit wir wirklich Richtung CO2-Reduktion und die Klimaziele von 2040 auch wirklich kommen können.